Wie zeichne ich die Augenbrauen richtig? Ja, ich habe wieder Anfragen bekommen von euch und in diesem Video zeige ich 5 typische Fehler auf, die beim Zeichnen des Auges, speziell bei der Augenbraue, immer wieder auftreten. Im letzten Video ging es ja darum, dass ich gezeigt habe, welche Fehler man beim Augenzeichnen grundsätzlich machen kann. Und jetzt gehen wir nochmal spezifisch auf die Augenbrauen ein. Also, herzlich willkommen. Mein Name ist Ralf Wilhelm Schmidt. Du bist bei Schmidts Zeichenwelt. Los geht's. Also, du siehst hier ein Übungsblatt aus meinem Zeichenkurs Augenzeichnen leicht gemacht. Und ich werde heute erklären, wie die Lage, die Proportion, wie man die Härchen aufbaut und in welche Richtung sie verlaufen, werde ich heute klären. Also, lass uns loslegen. Fehler 1, die Lage. Meistens wird die Augenbraue hier auf Augenhöhe gezeichnet und der Winkel ist viel zu extrem. Ja, so sehen im besten Fall rasierte Augenbrauen aus. Ja, und alles, was ich jetzt auch erkläre, basiert auf meinen eigenen Erkenntnissen und Beobachtungen. Ja, jeder sucht sich andere Augen aus, hat andere Vorlagen. Deswegen ist es hier was Grundsätzliches, was ich hier zeige, was auch anatomisch bedingt ist. Also, so, du siehst, die Augenbraue ist hier viel zu steil geworden und viel zu kurz. Die Augenbraue ist ja ein Schutzmechanismus über dem Auge, ja, sodass kein Schmutz reinfallen kann. Also wie eine Art Schmutzfänger, Feuchtigkeit und so weiter und so fort, dass wir den Durchblick behalten. Also, die richtige Lage ist, sie geht über das Auge hinaus, deswegen skizziere ich hier mal schnell ein Auge. So. Wir haben hier die Wasserlinie, die untere Lidfalte, die obere Lidfalte. Zeichnen wir mal noch, dass es ein wenig lebendiger wird. Hier die Iris mit der Pupille ein. So grundsätzlich erstmal schnell ein Auge skizziert. So, jetzt zur Lage der Augenbraue. Sie fängt etwas weiter über dem Auge an der Innenseite zur Nase hin und geht ungefähr bis hier. Ja. Die Höhe der Augenbraue, wie weit sie über dem Auge steht, variiert immer ein bisschen. Ja. Je nach Gesichtsausdruck und Anatomie. Ja. Es geht einfach mir da in dem Video, dir etwas grundsätzlich zu vermitteln. Also, wir haben hier ungefähr die Augenbraue, die hier einen Bogen macht und dann hier ausläuft. Ja, es geht erstmal um die Länge, also die Proportion. Und hier haben wir sie denn. Also so, die macht so einen leichten Schwung. Ja, es gibt auch gerade Augenbrauen. Nicht darauf versteifen. Es ist etwas grundsätzlich erstmal. Ja, also wichtig ist zu erkennen, dass sie hier übersteht und auch hier übersteht und praktisch so das Auge schützt. Ja, der Abstand variiert hier und auch die Höhe. Ja, es gibt schmälere, es gibt noch höhere. Theo Weigel ist so ein gutes Beispiel. Aber hier geht es erstmal nur um die Grundsätzlichkeit sozusagen. Ja, also macht die Augenbraue weit genug an der Innenseite und an der Außenseite rüber. Ich spreche auch nicht von abrasierten Augenbrauen, von gekürzten oder künstlich verlängerten Augenbrauen, sondern einfach von einer gewissen Normalform, wo du dann beliebig Abänderungen je nach deinem Schönheitsideal vollziehen kannst. Ja, so, okay, das ist erstmal grundsätzlich zur Lage und zur Proportion. Weiter, Fehler 2, die Richtung der Härchen. Okay, schauen wir uns das mal an. Also, die Richtung der Härchen. Ich skizziere mal hier nochmal eine Augenbraue. So. So. Also, die Richtung der Härchen folgt ja auch, eigentlich ist die Augenbraue ja mehr oder weniger ein Bogen. Ja, aber halt kein Halbbogen. Ja. Und die Härchen gehen halt, wenn man so will, folgen sie auch wieder der Form. Wie sieht das im Einzelnen aus? Also, sie gehen hier nach hier. Ich zeichne mal einen Pfeil, gehen hoch und gehen hier rum. Ja? Und hier kann man sagen, kommen sie von der anderen Seite und treffen sich dann hier. Ja? Mal schematisch erklärt. Also, los geht's. Wenig aufdrücken und nur erstmal ein paar Härchen zeichnen.
So, ich nehme mir mal jetzt einen etwas dünneren Stift, der eine feinere Mine hat. Ich hatte hier einen 09er Druckbleistift. Ich gehe jetzt mal auf 0,5, weil wir zeichnen ja Härchen. So, und dann zeichnest du erstmal nur einzelne Härchen hier ein. Okay? Jetzt kommen wir von der anderen Seite. Und die Härchen treffen sich dann hier. Sie verbinden sich sozusagen. Siehst du das? Das ist grundsätzlich erstmal die Richtung der Augenbraue, der Härchen bei der Augenbraue. Ich werde mir jetzt nochmal einen anderen Stift nehmen, dass du es ein bisschen, wie soll ich sagen, besser siehst, weil ich habe hier, glaube ich, nur HB eingespannt. Ich nehme jetzt mal den 4B, dass es ein bisschen deutlicher für dich zu sehen ist. So, also nochmal in diese Richtung. Hier gehen die Härchen rum und dann kommen sie von der Seite und verbinden sich praktisch. Ja? Du siehst alleine, dass ich jetzt dünn vorgezeichnet habe und etwas stärkere, dunklere Striche rübergelegt habe, dass das schon eine gewisse Dimension bekommt, so eine Augenbraue. Ja? Also wenn man sie wirklich voll zeichnen will, dann baut man die in mehreren Schichten auf. Also ich spreche vom realistischen Zeichnen. Ja? Dann arbeitet man auch mit dem Papierwischer. Schau mal, jetzt bekommt es schon, die meisten Augenbrauen sind ja etwas dunkler, außer bei blonden Menschen. Jetzt bekommt es schon eine gewisse Form. Ja? Also da arbeitet man mit Radierstiften, mit Schichtaufbau, Stück für Stück, grobere Linien, feinere Linien, denn die Härchen haben ja auch eine verschiedene Stärke letztendlich. Ja? Aber auch das ist meinen Teilnehmern, wo ich das Schritt für Schritt in Echtzeit erkläre, von meinen großen Zeichenkursen auf meiner Akademie vorbehalten. Schau gerne vorbei, wenn du da auch tiefer einsteigen willst. Ich deute dir das hier nur mal an, wie das aussehen kann. Ja. Und wirklich, wenn man das dann wirklich minutiös ausarbeitet, also richtig Strich für Strich und langsam sieht es natürlich noch, kann man da wesentlich feiner arbeiten. Darum geht es mir jetzt aber nicht. Wir haben Fehler 2 geklärt, die Richtung. Ja, also die Richtung der Härchen, wie das hier rumläuft sozusagen. Ja, und die laufen wieder in diese Richtung. Okay, also ähnlich wie bei dem anderen Video, wo du auch nochmal vorbeischauen kannst zum Thema Augenzeichnen. Ja, da verlaufen die Wimpern auch in bestimmte Richtungen. Zum dritten Punkt, die Stärke der Härchen sozusagen. Ja, also es ist immer wichtig, dass dein Stift, wenn du feine Härchen oder Fell zeichnest, immer spitz ist. Ja? Dass du zwischendurch das Papier einfach streichelst, mach es auf keinen Fall so. Ja? Das sind keine Härchen mehr. Das ist immer gut zum Üben hier. Das zeige ich immer meinen Teilnehmern der Zeichenkurse. Da kannst du immer hier schön verschiedene Richtungen andeuten. Ja? Ich bleibe jetzt mal nicht bei der Form, aber du siehst, dass es Härchen sind. Wie kommt man da hin? Indem du immer wieder übst. Ja? Streichle das Papier. Okay? Du siehst, man bekommt gewisse Struktur. Man muss auch nicht überall die Härchen zeichnen, aber auf keinen Fall gehe mit dem Dicken rein, ja, und zeichne die Haare mit viel Druck, sondern eher mit Gefühl. Ja, und das ist halt wirklich eine Übungssache. Und dann kannst du das. Schau mal, wenn ich hier hinten so ein bisschen reingehe, ja, dann könnte das auch schon Gras sein. Also du kannst vieles mit dieser Technik verwirklichen und umsetzen. Ja. So, jetzt kommen wir zum Abstand der Härchen. Fehler 4, der häufig gemacht wird, dass sie zu dicht gezeichnet werden und keine Zwischenräume zwischen den Härchen sind. Ja, also gleich viel zu viel aufgebaut. Wie bei den Wimpern wird der Fehler auch häufig gemacht, dass hier wirklich unglaublich viele Wimpern reingezeichnet werden, weil man denkt, je mehr, je besser. Nein, wenn zu viele Wimpern kommen, sieht es irgendwann aus wie ein Tausendfüßler.
So, eine große Bitte habe ich immer, wie immer in meinen Videos. Nimm dir kurz mal 5 Minuten Zeit, so verpasst du nichts. Ich zeichne jetzt auch nicht weiter. Abonniere gern meinen Kanal, lass mir ein Like da. Und zum Abschluss, nicht zum Abschied, kannst du gern noch was reinschreiben in die Kommentare, was dich bewegt oder was du noch wissen willst. Also, ich pausiere jetzt für 5 Sekunden. Wenn du magst, abonniere gern den Kanal und lass mir ein Herz da. Wir sehen uns gleich wieder. Versprochen. Okay, vielen Dank. Weiter geht's. Kommen wir zum Abstand der Härchen bei der Augenbraue. Los geht's. Lass uns mal noch einmal so einen kleinen Bogen wie eine Welle zeichnen. Ja, so. Okay. Wenn du so eine Augenbraue beginnst mit aufbauen, ist es ganz wichtig, dass du erstmal wirklich Abstand zwischen den Linien lässt, ja. Dass die Haare ineinander eingreifen können und überlappen können, ja. Also es geht praktisch um diesen schichtweisen Aufbau. Ja. Erstmal ganz wenig Haare zeichnen, Härchen zeichnen, dass du sozusagen so eine Art Verlauf hast. Ja. So, lass dir ruhig die Abstände dazwischen. Zeichne nicht gleich, dass du hier gleich diesen machst. Oh, so eine Augenbraue ist ja richtig dicke, da muss ich gleich richtig hier doll zeichnen. Nein, erst später. Ja. Erst die einzelnen Härchen und dann kannst du immer, je nachdem wie dicht deine Vorlage ist, wie dicht die Augenbrauen von dem Auge sind, was du zeichnen möchtest. Natürlich bei einer Auftragszeichnung musst du dich oder solltest du dich zumindest konkret daran halten. Sonst sieht es vielleicht ein bisschen komisch aus. Aber wenn du frei zeichnen willst, kannst du natürlich die Augenbraue so dicht zeichnen, wie du willst letztendlich. Aber wichtig ist, dass du erstmal, wenn du beginnst, die Augenbraue aufzubauen mit wenigen Strichen, das Konkrete erstmal sichtbar machst. Also dir hilfst, so wird es angelegt und jetzt können wir immer Stück für Stück auf diesem Fundament aufbauen und weiter zeichnen. Okay, Fehler Nummer 5, die Form. Die haben wir schon ein paar Mal geübt. Die ist natürlich nicht immer gleich. Bei Frauen sind sie meistens mehr geschwungen, weil hier unten mehr rausrasiert wird und so weiter. Bei den Männern sind sie meistens gerade. Aber die grundsätzliche Form, häufig wird halt dieser Fehler gemacht, dass sie wie ein Halbkreis rübergezeichnet werden, ja. Und das ist halt dann nicht so unbedingt gut. Ja. So, schnell hier ein Auge skizziert. Lass dich nicht ablenken von dem falschen Strich hier. Es geht nicht um Schönzeichnen, sondern einfach nur um die Erklärung. Also, wir haben hier ein normales Auge. Und wenn du praktisch jetzt die Augenbraue zeichnest, ja, mach's nicht so. Ja, wie ein Halbkreis. Das ist anatomisch nicht richtig und hat auch nicht hat keine gute Wirkung, ja. Also achte immer, wie gesagt, hier Fehler 1, immer weit vor dem Auge beginnen, an der Innenseite der Nasenwurzel sozusagen, dass du hier diese Form ungefähr richtig zeichnest. Ja, der Schwung, den überlasse ich dir, wie du den machen willst, hier. Aber vielleicht hilft es dir, wenn du einfach so wie eine Welle rübergehst, ja. So, kannst du ja mal üben. Und da kannst du dir deine Form dann letztendlich raussuchen. Eine stärkere Welle, eine etwas schwächere. Das bleibt dir überlassen, ob die höher ist hier oder ob sie flacher ist. Wichtig ist, dass sie hier erstmal übersteht, wie wir besprochen haben, und hier übersteht. Ja, also das ist ganz, ganz wichtig erstmal. Die Lage und die Proportion, dann folgt erst die Feinarbeit und das realistische Ausarbeiten. Ganz, ganz wichtig. So, das waren die 5 Fehler. Einmal die richtige Lage, einmal die Richtung der Härchen, einmal die Dicke und die Stärke der Härchen, einmal den Abstand der Härchen zueinander, also wie baue ich das dann Schritt für Schritt auf, wie du beginnst sozusagen, und dann natürlich die Form, ja, dass wir keine runde Form über das Auge legen, sondern wie so eine leichte Welle, um eine gewisse Dynamik reinzubekommen. Ja, wie gesagt, jede Augenbraue ist individuell. Es geht erstmal darum, für dich ein Grundprinzip zu haben, wo du halt erstmal starten kannst und mit zurechtkommst. Ja,
Und dann leg los, mach deinen eigenen Weg, zeichne deine eigenen Augen, wie du sie fühlst, wie du sie empfindest sozusagen. Okay, so, wir sind durch. Wenn du tiefer einsteigen willst, wie gesagt, schau in die Beschreibung. Da findest du meine Online-Zeichenkurse auf der Akademie Schmidt Zeichenwelt, wo du richtig mit Workbooks lernst. Ja, wo du Übungsblätter, hier zum Beispiel bei dem großen Zeichenkurs vom Anfänger zum Meister dazu bekommst. Ja, wo wir Schritt für Schritt das Zeichnen lernen, mit realistisch zeichnender Perspektive, mit allen Dingen, die du erstmal brauchst, um dir ein richtiges, gutes Fundament zum Zeichnen zu schaffen, damit du halt Fehler nicht machst, Fehler nicht wiederholst, denn wenn man Fehler wiederholt, verfestigen sich die. Und irgendwann kommt man nicht mehr weiter und sagt sich, ich habe kein Talent, ich kann das nicht, das ist Quatsch, dir fehlt einfach nur die richtige Information, also eine Anleitung. Denn mir ging es genauso. Ich habe gesagt, es muss doch irgendeinen Weg hier geben, wie man das Schritt für Schritt aufbauen kann. Und ich finde es immer gut, wenn man so eine Gegenüberstellung macht. Weißt du? Das ist ganz, ganz wichtig, weil jeder von uns macht die Fehler, die resultieren ganz einfach aus Unerfahrenheit, aber auch aus fehlender Beobachtung und Kenntnis der Anatomie. Das ist ganz normal. Keiner wird geboren mit der richtigen Kenntnis. Wir gehen alle auf einem Weg weiter und entwickeln uns Schritt für Schritt. Also, schau gern unter der Beschreibung, in der Beschreibung unter meinem Kanal. Dort findest du den kostenlosen Zeichenkurs. Und wenn du richtig tief einsteigen willst, dann melde dich gern für einen großen Zeichenkurs an. So, also wie immer, Abo, liken und wenn du Fragen hast oder Ideen hast für weitere Themen zum Zeichnen, schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich bin Ralf Wilhelm Schmidt und ich freue mich, wenn wir uns zum nächsten Video auf Schmidt Zeichenwelt wiedersehen. Bis dahin, alles Gute!